Grüß euch, liebe Zuseher. Heute würde ich gerne über den Australian Cattle Dog sprechen. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Ich würde heute gerne über den australischen Workaholic, den Cattle Dog, erzählen. Ja, der eine oder andere wird diesen Hund schon mal im Fernsehen gesehen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele da draußen den Film Mad Max mit Mel Gibson kennen. Und wenn Sie sich hier den zweiten Teil ansehen, dann können Sie diesen Hund bewundern. Das ist dieser kleine blau gesprenkelte Teufelskerl, der sich blind mit seinem Härchen, nämlich mit Mad Max, hier versteht. Das ist ein Cattle Dog. Gehört zur Kategorie der Hüte- und Treibhunde und ist entstanden, als damals die ersten Siedler Australien besuchten. Die nahmen ihr Vieh mit und auch die Hüte- und Treibhunde. Das klappte zu Beginn recht gut, als sie sich im Raum des heutigen Sydney ansiedelten. Doch später dann, als sie sich weiter ausbreiteten, wurde auch das Land weiter. Die Rinder versprengten mehr, ja. Und diese Schläge, welche sie mitgebracht hatten, kamen dann mit den Witterungsbedingungen, mit den Kilometern, die sie zurücklegen mussten und so weiter, nicht mehr zurecht. Ja. Also das klappte nicht mehr so gut. Jetzt nahmen sich einige dieser Viehbesitzer der Sache an, was die Hunde betrifft, und offiziell, ja, also es gibt hier heutzutage aktuell gibt es einige Meinungsverschiedenheiten. Die offizielle Darstellung der Geschichte des Australian Cattle Dogs spricht davon, dass der Dingo mit ein Stammvater dieser Hunderasse ist. Ich glaube es auch. Ja. Doch es gibt mittlerweile auch einige Leute, die das verneinen, die sagen, nein, der Dingo hat mit diesem Hund nichts zu tun. Ich möchte mich hier nicht festlegen. Ich halte mich an dem offiziellen Standard, wo der Dingo der australische Wildhund, eine große Rolle bei der Entwicklung dieser Rasse gespielt hat. Und also wie gesagt, somit begannen einige dieser Siedler sich der Sache anzunehmen und Dingos mit ihren mitgebrachten Hütehunden zu verbannen. Ja, die wollten einen Hund, der mit den Klimabedingungen gut zurechtkommt, ja, der robust ist, der widerstandsfähig ist, ja, also der leistungsfähig ist. Ja. Und ja, da wurde herumexperimentiert und so weiter. Ja. Man spricht heute davon, dass, also einige sagen, es wurde auch ein Dalmatiner eingezüchtet, später dann, da ist man sich nicht ganz sicher. Ganz sicher ist man sich bei der Einzüchtung von verschiedenen Collie-Schlägen und bei der Einzüchtung des englischen Bull Terriers. Ja. Irgendwann einmal entwickelten die damit einen Hund, der mit den Klimabedingungen perfekt zurechtkam, ja, der einen äußerst harten, widerstandsfähigen Arbeitshund darstellte, der diese Arbeit halt par excellence erledigen konnte. Ja. Der heutige Australian Cattle Dog. Also die Besonderheit bei diesem Hund ist, dass die Welpen weiß zur Welt kommen, ja, und ihre Farbe erst später dann entwickeln. Und wenn wir schon bei der Farbe sind, diese Hunde gibt es in hauptsächlich zwei Farbvariationen. Ne? Das ist blau und das ist rot. Ja. Also entweder sind sie blau oder rot gesprenkelt, ja, blau oder rot getüpfelt. Ja. Grob gesagt, man kann ja sicherlich noch ins Detail gehen, ja, aber das sind die Farben des Australian Cattle Dogs. Ja. Er hat ein natürliches Stehohr, eine lange Rute, ein Stocker mit sehr dichter Unterwolle, und bei der Größe sprechen wir von Hunden von ca. 45 bis 51 cm Schulterhöhe und bis zu 23 Kilo Gewicht. Ja. Bei der Gesamterscheinung, ein Australian Cattle Dog ist ein äußerst dynamischer Hund. Der ist extrem athletisch und wahnsinnig schnell. Ja. Dieser Hund strotzt vor Power. Und wenn ich einen Australian Cattle Dog sehe, ja, vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen den Film Casino mit Joe Pesci, Robert De Niro und so weiter. Top-Film. Und Joe Pesci verkörpert ja da diesen Charakter namens Nicky Santoro. Ja. Und wäre der Australian Cattle Dog ein Mensch, dann wäre er für mich der Typ, welchen Joe Pesci in Casino darstellt, nämlich Nicky Santoro. Also ein kleiner, temperamentvoller, hitziger Mann, ja, der zwar jeden Spaß mitmacht, doch mit dem nicht zu spaßen ist. Ja. Sie verstehen, was ich meine. Cattle Dogs sind dafür bekannt, dass sie sehr dominant sein können. Ja. Das mussten sie sein für
um ihre Arbeit erfüllen zu können. Diese Hunde hatten auch gleichzeitig immer Wach- und Schutzaufgaben zu erfüllen. Der Schutztrieb sehr stark ausgeprägt, der Wach- und Schutztrieb sehr stark ausgeprägt beim Cattle Dog, und man sagt ihnen nach, dass sie oftmals Stänkerer sind. Ja, also selbst gut erzogene, sozialisierte Cattle Dogs, egal ob Hündin oder Rüden, sind gern die Chefs im Ring. Ja, also da müssen sie bei der Erziehung schon ziemlich gut Acht drauf geben, da Cattle Dogs doch Ellbogen haben. Ja. Was ihnen noch nachgesagt wird, also für was sie noch bekannt sind, ist, der Australian Cattle Dog ist auf jeden Fall kein Hund für Menschen, die sich nicht viel bewegen wollen. Ja. Also der Hund braucht Beschäftigung. Das ist ein Hund, mit dem muss man Gas geben. Der fühlt sich wohl am Hundeabrichteplatz, also in der Hundeschule. Mit dem können Sie alles tun. Ja. Weite Wanderungen, geben Sie Gas mit ihm, spielen Sie Ballen mit ihm, gehen Sie laufen mit ihm, arbeiten Sie am Abrichterplatz mit ihm. Dieser Hund gehört beschäftigt, sowohl geistig als auch körperlich. Ich habe bei der Überschrift geschrieben, falls der deutsche Schäferhund zu groß ist. Ja. Schauen Sie, der Cattle Dog hat wesenstechnisch nicht viel mit dem deutschen Schäferhund zu tun. Ja. Er hat weit mehr Feuer, mehr Temperament als der deutsche Schäferhund. Auch der deutsche Schäferhund verfügt über gesundes Temperament. Ja. Doch das Ganze ist noch um einiges mehr ausgeprägt beim Cattle Dog. Ja. Er ist schneller, explosiver, reaktionsschneller, wachsamer, aufmerksamer. Ja. Hier die Überschrift resultiert eigentlich aus der Optik. Ja. Und wenn mir vom Typ her, also von der Äußerlichkeit her, ein deutscher Schäferhund gefällt, ja, und ich einen Hund gern hätte, der in die Richtung deutscher Schäferhund geht, ja, mit dem ich auch alles machen kann, wie mit dem deutschen Schäferhund. Ja. Nur ich kann mir keinen deutschen Schäferhund nehmen, weil er mir zu groß ist. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Ein Cattle Dog wäre eine super Alternative. Ja. Ein Cattle Dog sieht zwar nicht 1:1 aus wie ein deutscher Schäferhund, doch er geht als Typ in die Richtung hinein, ja, optisch gesehen. Er hat völlig andere Farben, ja, er hat ein anderes Wesen, er hat mehr Feuer. Ja. Doch alles, was Sie mit einem deutschen Schäferhund tun können, können Sie auch mit einem Cattle Dog tun. Und das nicht zu wenig, glauben Sie mir. Ich würde sagen, für wen ist dieser Hund geeignet? Ja, für jüngere Leute, die aktiv sind. Ja. Sportliche junge Leute, die mit ihrem Hund was tun wollen. Ja. Die einen guten Wächter und Beschützer haben wollen, der nicht zu groß ist, ja, der recht pflegeleicht ist. Ich meine, Stocker mit dicker Unterwolle, selbstverständlich gehört dieses Haarkleid gepflegt, brauchen wir nicht drüber reden. Doch das hält sich in Grenzen. Ja. Der einen guten Familienhund darstellt, top geeignet ist für den Hundeabrichterplatz zum Beispiel. Ja, für solche Leute eignet sich ein Cattle Dog. Für welche Leute eignet sich der Cattle Dog nicht? Für absolute Anfänger. Der Cattle Dog ist ein sehr triebiger, pfeffriger Hund, da sollte man schon etwas Erfahrung mitnehmen. Als blutiger Anfänger würde ich mir keinen Australian Cattle Dog nehmen. Hier denke ich, dass es sehr leicht dazu führen könnte, dass dieser Hund eventuell aus der Bahn gerät. Sie wissen, was ich meine. Ja? Entweder ein notorischer Raufer wird oder einfach zu wild wird, ja? Zu ungestüm, zu schlecht kontrollierbar sein wird. Ja? Für blutige Anfänger, also für Hundeanfänger. Ich denke, hier wäre es schon besser, wenn man etwas Hundeerfahrung mitnimmt. Doch dann hat man einen Top-Hund zu Hause, der auch den großen Gebrauchshunderassen in Leistung und ja, in nichts nachsteht. Ja. Gehört mit Sicherheit zu den widerstandsfähigsten, robustesten und intelligentesten Hunden der Welt, der Cattle Dog. Ja. Und auch ich glaube, da ich doch die Geschichte des Cattle Dogs schon eigentlich jahrelang verfolge, dieser Hund hat mir schon immer gut gefallen, dass da der Dingo mitgespielt hat. Ja. Also wenn man sich einen Dingo ansieht, ist natürlich auch nicht der Cattle Dog auch kein 1:1 Abbild davon. Ja. Aber wenn man schaut, was da noch drinnen sein soll, gepaart mit der, sage ich halt mal, Widerstandsfähigkeit, welcher der Hund zweifelsohne mitbringt, ja, also mit der körperlichen Robustheit, Gesundheit, ja, kann man sich schon vorstellen, dass da dieser australische Barrierhund eine große Rolle mitgespielt hat. Ja, das war die Geschichte über den Australian Cattle Dog. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, ist ein Top Hund. Und wie gesagt, für jeden, der
in die Richtung deutscher Schäferhund geht. Und auf diesen Hund steht ja eine Wahl. Ja? Ein deutscher Schäferhund in Kleinformat mit mehr Pfeffer. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich habe mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und kann nur sagen, der Cattle Dog, ja, für jeden Hundeerfahrenen ist er immer eine Wahl. Das war's schon wieder.